Jetzt darf ich ihn endlich testen, und zwar den California Ocean. Roomtour haben wir schon gemeinsam gemacht, da gab es viel Kritik und die ganzen Kommentare, die habe ich mir mal angeschaut, und genau unter diesen Aspekten will ich dieses Fahrzeug jetzt mal testen und für euch auf Herz und Nieren testen. Wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, komm mit mir nach Slowenien und teste dieses Fahrzeug. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Markus. Und heute geht es um den California Ocean. Und zwar nicht eine Roomtour, wie wir schon gemacht haben, sondern heute wollen wir ihn wirklich testen. Die Roomtour, die gibt es schon. Und wer die noch nicht gesehen hat, dieses Video verlinke ich natürlich sehr, sehr gerne. Und dabei sind viele Sachen aufgefallen. Zum Beispiel wie hier die zweite Schiebetüre. Dadurch verkleinert sich aber auch der Platz in der Küche. Man hat nur noch eine Kochstelle. Und das waren alles Punkte, die ihr angesprochen habt. So wie der Tisch zum Beispiel, der nun nur noch über die Heckklappe erreichbar ist. Und ihr habt gesagt, wie will man denn damit campen? Und genau das möchte ich in diesem Video ausprobieren. Wir begeben uns 3 Tage auf Roadtrip mit ziemlich viel Gepäck und mit ziemlich vielen Ideen, was wir alles machen wollen. Und was wir im Einzelnen testen, findet ihr übrigens auch unten in der Videobeschreibung in sogenannten Sprungmarken. Wenn euch also spezielle Sachen besonders interessieren, könnt ihr da hinklicken und kommt dann direkt an die Stelle, die euch ganz besonders interessiert. Jetzt legen wir aber los und ich wünsche euch ganz viel Spaß auf unserem Roadtrip mit dem neuen California Ocean. Beginnen wir zunächst mit der Strecke. Zusammen mit meinem Kumpel Harry bin ich 2,5 Tage durch Slowenien geheizt. Nicht nur Slowenien, sondern wir sind auch noch kurz nach Italien gefahren und haben noch einen Abstecher nach Kroatien gemacht, um dann wieder zurück nach Slowenien zu kommen. Die Strecke betrug dabei mehr als 400 Kilometer. Es waren Autobahnen dabei, ganz normale Landstraßen, Bergpässe waren dabei, Schotterstraßen. Also wir haben versucht, alles Mögliche mitzunehmen. Und für die Transparenz dieses Videos ist noch wichtig, dass wir uns natürlich dieses Fahrzeug nicht extra für diesen Test gekauft haben. Es wurde uns kostenlos von Volkswagen Nutzfahrzeuge zur Verfügung gestellt für diese 2,5 Tage. Dennoch darf ich hier an dieser Stelle sagen, was ich will, und darf meine ganz ehrliche Meinung präsentieren. Und das habe ich auch definitiv vor. Ihr werdet es merken. Also das ist das ganze Gelump, das wir mitnehmen. Und dann kommen noch die Sachen vom Kühlschrank mit dazu. Und das ist wirklich einiges, denn wir waren zuvor noch einkaufen. Das Besondere, das jetzt schon an dem neuen Konzept auffällt: früher musste man alles über die rechte Schiebetür beladen. Jetzt ist es neu, denn jetzt kann ich die zweite Schiebetür öffnen und habe damit direkten Zugang zum Kühlschrank. Und für den habe ich mir eine besondere Challenge überlegt. Denn schaut mal diese riesen Wassermelone an, die ich hier ergattern konnte. Und was schmeckt besser als eine wirklich richtig durchgekühlte Wassermelone? Und deswegen wollten wir gleich mal testen, ob dieser Oschi da reinpasst. Und voilà, es hat funktioniert. Aber der ganze Rest muss natürlich auch noch mit. Und wie man sieht, war unser Kühlschrank jetzt damit richtig voll, da passt eine Menge rein, und ganz großes Plus ist wirklich die Schiebetür, denn das Beladen war super einfach nach dem Einkauf. Jetzt befüllen wir noch die restliche Küche mit Geschirr und alles, was dazugehört, die restlichen Flaschen, die noch übrig geblieben sind, und dann haben wir da natürlich noch so anderes Equipment, das wir irgendwie noch unterkriegen müssen. Und ihr seht, wir haben noch nicht alle Fächer befüllt, weil sie wie in dem Beispiel nur von außen zugänglich waren, und deswegen haben wir noch einiges in den Taschen gelassen. Auch die Seitentasche haben wir leer gelassen, die bietet zwar eine Menge Platz und ist super zugänglich, wenn das Bett unten ist, wenn aber der Sitz oben ist, dann ist sie nur sehr schwer zugänglich, und das hat mich ehrlicherweise genervt. Und dann haben wir noch das Thema mit den Schubladen unterhalb der Sitze. Die sind so klein, dass ich nicht mal meine Schuhe dort reingebracht habe. Also für ein paar Socken mag es gehen, aber ach, wir haben sie erst gar nicht genutzt. Nach dem erfolgreichen Packen sind wir das Auto natürlich auch gefahren, und ich möchte jetzt kein Feature-Fucking machen, aber wir haben die ganzen Assistenzsysteme ausprobiert und die sind wirklich beeindruckend. Man sieht, ich kann hier die Hände vom Lenkrad lassen für ca. 10 Sekunden. Danach fordert einen das Fahrzeug schon aufdringlich auf, das Lenkrad wieder in die Hand zu nehmen, ansonsten wird eine Bremsung eingeleitet. Aber um mal kurz eine Flasche zu öffnen, optimal. Das Ganze funktioniert nicht nur auf der Autobahn, sondern auch auf der Landstraße, und die Kamera im Fahrzeug erkennt auch automatisch, welche Geschwindigkeitsbegrenzungen gegeben sind, und passt die Geschwindigkeit an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten entsprechend an. Das Cockpit wirkt aufgeräumt und schlicht. Ein Head-Up-Display sorgt dafür, dass man den Blick auf der Straße lassen kann und dennoch alle nützlichen
Wesentlichen und wichtigen Informationen erhält. Und damit muss ich sagen, ist das Reisen wirklich unfassbar angenehm. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Und wenn du dann am Ziel angekommen bist, dann kannst du auch hervorragend einparken. Es gibt so Einparkassistenten, aber die habe ich gar nicht genutzt. Allein mit der Kamera ist das alles super easy und einfach zu handeln. Und während ich noch mit dem Gleitschirm unterwegs war, hat der Harry schon mal versucht, das Dach aufzustellen. Und das war am Anfang gar nicht so einfach. Deswegen ein absoluter Tipp. Man fängt an, auf die Taste zu drücken und dann wird man gebeten, das alles zu bestätigen über das System. Jetzt muss man 4 Sekunden warten und darf auf gar keinen Fall vorher auf die Taste drücken. Und nach 4 Sekunden kannst du dann lang auf die Taste drücken und dann fährt auch das Dach auf. Dasselbe beim Zufahren. Es wird allerdings nirgendwo wirklich suggeriert auf den Systemen, dass man 4 Sekunden warten muss. Jetzt wisst ihr Bescheid. So, ich bin jetzt auch endlich angekommen und jetzt habe ich Kohldampf. Das ist jetzt auch wieder so ein Punkt, warum ich diese Schiebetür hier echt mag, weil wir jetzt gerade so stehen, weil wir anders jetzt gerade auf die Stelle nicht hinstellen konnten. Bisschen mit dem Gleitschirm am Tüdeln und wollen jetzt ein bisschen Brotzeit machen, aber im Schatten stehen. Und das ist halt jetzt auf der Seite cool. An der Küche hier schnell einen Tisch aufgebaut, kurz Brotzeit, fertig, geil. Das ist gut. Und vor allem auch hier wieder, ich wiederhole mich, der Zugang zum Kühlschrank. Ich trage keinen Dreck mehr mit den Schuhen in das Fahrzeug. Ich kann von außen an den Kühlschrank ran und kann mein kühles Wasser genießen. Perfekt. Und dann war ich erstmal so müde, dass der Harry weitergefahren ist und ich weiß gar nicht warum, ich habe mich hinten hingesetzt. Und dann habe ich erstmal verstanden, wie viel Raumgefühl man da während der Fahrt hat. Das war wirklich fantastisch, schaut euch das mal an. Und das hat mir dann so viel Laune gemacht, dass ich gleich den Tisch aufgebaut habe und innen während der Fahrt gearbeitet habe. Und ehe wir unser Nachtlager aufschlagen konnten, wollten wir noch durch die Berge heizen. Einmal natürlich, um das Fahrzeug zu testen, das uns da wirklich super durchgebracht hat, und zum anderen, um die wunderschöne Natur Sloweniens zu genießen. Sau viel Zeug, wieso ist das so viel Zeug? Übung macht bekanntlich den Meister und wie ihr hier sehen könnt, übe ich noch. Warum geht es hier? Um die Verdunkelung. An den Seitenscheiben und an der Heckscheibe ist es relativ einfach, denn dort haben wir Rollos. An den vorderen Scheiben, sowohl an der Seite als auch an der Frontscheibe selbst, habe ich sogenannte Thermomatten. Und an den Seitenscheiben kann ich das einfach per Magnet anklipsen und an der Frontscheibe muss ich erst noch diese Stangen unterbringen, damit die Thermomatte eine gewisse Stabilität hat. Der Vorteil an diesen Matten ist jetzt, dass sie absolut blickdicht sind. Das ist also ein großer Vorteil gegenüber des Vorgängers. Der Nachteil ist, dass es ein ordentliches Gefricke ist und vor allem auch wieder Platz im Fahrzeug verbraucht. Und um für die Nacht mehr Platz zu gewinnen und vor allem auch mehr Raumgefühl zu empfinden, haben wir die vorderen Sitze umgedreht. Und in den Kommentaren meiner Roomtour haben viele geschrieben, dass man die Sitze ja nicht mit geschlossenen Türen umdrehen kann. Und ich zeige euch, das geht definitiv. Man muss zugegeben ein bisschen Tetris spielen, aber mit ein bisschen Fingerspitzengefühl kriegt man das definitiv hin. Ja, und dann fällt es mir schon wieder auf, dieses Raumgefühl jetzt beim Fahrersitz. Dadurch, dass die Küchenzeile nicht mehr bis ganz vorne geht, habe ich auch mit umgedrehten Fahrersitz jetzt richtig Spaß. Aber das seht ihr ja selbst.
Ja, und jetzt bauen wir nur noch das Bett unten um. Dazu klappen wir den Teppich ein bisschen nach vorne und können die Stühle nach vorne schieben. Der riesen Nachteil, dass man so wenig Platz unter den Stühlen hat, das ist das eine. Der Vorteil ist aber, dass man wirklich diese Stühle super einfach handeln kann. Sie sind einfach im Vorziehen. Wir haben es bei der Roomtour auch gesehen, einfach beim Rein- und Rausnehmen der Sitze, also wenn man sie komplett ausbauen möchte. Für das Bett müssen wir das natürlich nicht. Alles, was wir machen, ist einmal die Kopfstütze umdrehen und dann die Rückenlehne nach hinten klappen und das natürlich bei beiden Sitzen und danach einfach nur die Matratze nach vorne rollen und fertig. So, und nach einer guten Nacht zeige ich euch noch kurz die Verdunklung am nächsten Tag bei vollem Sonnenschein. Ja, und an unserem zweiten Tag des Roadtrips verlassen wir Slowenien und fahren über Italien für einen kurzen Espresso weiter nach Kroatien. Warum? Ganz einfach, weil wir bei Meerblick Spaghetti kochen wollen. Und dafür vergrößere ich erstmal meine Küche ein klein wenig. Ich verwende dafür das kleine Tischchen, das eigentlich nach außen hängt. Wenn ich ehrlich bin, hatten wir das während der Fahrt jetzt immer innen drinnen zum Sitz hingewandt. Jetzt machen wir es einfach in direkter Verlängerung zur Küche und dann brauchen wir natürlich auch noch Gas. Ich habe gerade Anschiss bekommen, weil es bei uns so aussieht, aber wir sind halt auf Roadtrip. Gleitschirm, Fotoequipment und hier sind unsere persönlichen Sachen. Weil wir halt auch nicht so viele Tage sind, dass wir die Schränke jetzt komplett einräumen. Wobei man auch dazu sagen muss, dass die Schränke, ja, Harry, du musst entweder nicken oder schütteln, ich sag mal zur Hälfte gefüllt sind, ne? Mit unserem Equipment. Oh, seht ihr. So, also jetzt muss ich aber hier wieder ran. Und deswegen sind allein die Taschen auch wieder ganz gut. Weil ich muss jetzt erstmal das Gas hier anmachen und ich muss es vor allem erstmal finden. Wo ist denn das Gas? Bist du Gas? Ja, wusste ich doch. So. Hier müssen wir nämlich erstmal aufdrehen. Dann gehen wir nach vorne. Komm mit. Hier ist der Hauptgashahn. Drehe ich auf. Jetzt müssen wir nur schnell hier oben schauen. So. Und dann gucken wir mal. Ich setze mich mal hier rüber. Ja, das ist doch schon mal gut. Den kleinen Topf brauchen wir jetzt, um die Nudeln zu kochen. Und ich würde sagen, wir haben nämlich Marshmallows. So, hier sind die Nudeln. Und auch hier würde ich jetzt sagen, wenn der Harry nicht dagegen ist, dass wir die in der Mitte einfach einmal brechen. Bevor wir dazu aber überhaupt kommen, brauchen wir Wasser. Jetzt weiß ich, dass ich hier drin Wasser habe. Das ist übrigens auch nochmal ganz interessant, damit ihr mal den Strahl seht, also den Druck seht. Ja, also ist schon okay. Warum nehmen wir dieses Wasser nicht? Ganz einfach, weil wir dem Wasser jetzt nicht so vertrauen. Wir haben das selber nicht getankt und ihr wisst, wie es ist, auch wenn es kocht. Wir nehmen uns jetzt gekauftes Wasser. Das ist auch noch Sprudelwasser. Das werden lebendige Nudeln, ich sag's euch. So, nur noch kurz die Flamme an und dann können die Nudeln auch schon zum Kochen gebracht werden. Bis das der Fall ist, werde ich ein bisschen die Markise rausfahren, weil A, brauchen wir Schatten und B, möchte ich es euch zeigen. Die Stange, wenn ihr euch daran erinnert, für die Markise ist ja hier oben integriert. Das finde ich ja schon mal eigentlich ganz geil. Was ein bisschen eklig ist, dass das vorne ist jetzt in dem Fall. Und deswegen habe ich hier den ganzen Schledderadatz von der Fahrt dran. Aber dennoch praktisch, Thule verbaut jetzt den Markisenstab direkt in der Markise, alles abzusperren natürlich. Ich hole den Stab nur noch raus und kann dann anfangen, die Markise auszufahren. Tisch und Stühle hatten wir noch gesagt. Schauen wir mal, ob wir das rauskriegen, ohne den Kladderadatsch herauszutun. Und klar, das funktioniert. Einfach nur die Verriegelungen weg und schon kann man den Tisch herausnehmen. Aber das ist wirklich ein großer Nachteil. Den Tisch kannst du halt wirklich nur über die Heckklappe herausnehmen. Bedeutet, bei Regenwetter, wenn du drinnen einen großen Tisch haben möchtest, musst du immer einmal um das Auto herumlaufen. Uns bei dem Wetter ist das egal, aber ich will es gesagt haben. Der Tisch ist aufgebaut und jetzt fehlen nur noch die Stühle und die sind wie beim Vorgänger in der Heckklappe untergebracht mit einem bedeutenden Unterschied. Denn sie haben einen entscheidenden Vorteil, sie haben eine höhere Rückenlehne und dadurch sind sie deutlich angenehmer als ihre Vorgänger. Und bei uns geht es jetzt aber weiter mit dem Kochen, denn ich möchte ja gucken, wie funktioniert das Ganze, wenn man nur noch eine Flamme zur Verfügung hat. Jetzt mache ich also erstmal die Nudeln. Also während die Nudeln hier gerade überkochen,
will ich eins noch loswerden. Du hast hier im Innenraum wirklich sehr viel Platz. Und das aus vielerlei Gründen. Einmal natürlich, weil der Küchenblock nicht mehr ganz so weit vorgeht. Auch wenn ich hier das Tischlein aufgebaut habe, kann ich trotzdem mit den Füßen drunter, ich kann was drunter stellen, also Kleinigkeiten. Und es fällt hier im Mittelbereich die Handbremse weg und lauter solche Themen. Und das sind eben dann Gründe, warum man hier so viel Platz hat und weil die Stühle auch so flexibel verstellbar sind. Also das ist wirklich auffällig. Das ist mir jetzt nicht nur hier beim Kochen aufgefallen, sondern es ist uns gestern Abend schon in der Schlafsituation quasi aufgefallen. Es ist mir beim Fahren aufgefallen, wenn du hier hinten beim Fahren sitzt. Richtig, richtig klasse. Auch beim Arbeiten. Ich habe ja das Tischchen hier hin, habe gearbeitet. Also da muss ich sagen, das ist wirklich komfortabel und gerade in so einer Situation wie jetzt, wenn es so heiß ist, diese beiden Schiebetüren offen zu haben, auch das ist wirklich genial. So, aber jetzt genug gebabbelt, die Nudeln sind fertig. Wir gucken mal, ob sie auch schmecken. Dann stelle ich die Nudeln zur Seite und kümmere mich um die Soße. Ich habe jetzt keine Soße selber gemacht, sondern einfach eine aus dem Glas genommen. Das Prinzip ist aber dasselbe. Ich mache jetzt die Soße heiß. In der Automobilindustrie würde man sagen Hochzeit. Der Motor kommt ins Chassis, bei uns kommt die Soße in die Nudeln. Also klar, so ein 5-Gänge-Menü für den Abend wird man mit einer Flamme nicht zaubern können, aber für ein One-Pot-Gericht ist es auf alle Fälle ausreichend. Mahlzeit. Harry, lass dir schmecken. Ja, und wir haben schon wieder den nächsten Morgen und ich bin hier gerade ein bisschen am Arbeiten. Das interessiert euch jetzt aber weniger. Euch interessiert wahrscheinlich noch das Bett unten. Denn das war auch ein Riesenthema. Ist es denn jetzt breit genug für 2 Schläfer? Und deswegen habe ich das Ganze nochmal ausgemessen. Und ich muss sagen, es hat 2 Meter in der Länge, das ja. Es hat vorne so 1,10 Meter und hinten hat es leider nur 1,8 Meter. Und ganz offen gesprochen, da musst du dich richtig, richtig gerne haben. Auf 1,8 Meter 2 gestandene, erwachsene Menschen werden da relativ wenig Spaß haben. Also zumindest halt nur für kurze Zeit. Ihr wisst, was ich meine. Entschuldigung. Also hier bietet das Bett oben eindeutig mehr Platz, sowohl in die Länge als auch in die Breite. Und natürlich sorgt es auch für mehr Frischluft durch das entsprechende Dach und einen tollen Ausblick. Und damit meine ich jetzt natürlich nicht mich. Ja, und für uns bricht schon wieder die letzte Etappe zurück nach Ljubljana an. Wir machen noch einen Zwischenstopp bei den Lipizzaner, die kommen nämlich hier aus Slowenien. Und auf dem Weg dorthin vertreiben wir uns die Zeit mit Ida, der KI, die hier in diesem Fahrzeug integriert ist. Hey Ida, erzähle mir eine schöne Geschichte über den VW-Bus, den Bulli. Laut ChatGPT in den 1950er Jahren wurde der VW-Bus, liebevoll als Bulli bekannt, zum Symbol für Freiheit und Abenteuer. Mit seinem charakteristischen Design und geräumigen Innenraum war er bei Reisenden und Surfern gleichermaßen beliebt. Der Bulli verkörpert bis heute den Geist der Entdeckung und Unabhängigkeit. Genau so ist es. Ja, war jetzt keine Geschichte, aber ich habe viel gelernt. Danke, Ida. Hey Ida, erzähle mir einen Witz. Oh, das haben mir meine Entwickler nicht beigebracht, aber ich probier's mal. Ja. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen. Scheiße, Mann. Okay, zugegeben, ich glaube, das ist von beiden Seiten her ausbaufähig, sowohl von mir als auch von Ida. Wir nutzen jetzt lieber die Zeit und gucken uns die tolle Range und die wunderschönen Pferde an. Ja, und hier bei den Lipizzanern, da beenden wir langsam unseren Roadtrip. Wir waren jetzt in 3 Ländern, wir haben wahnsinnig viele Kilometer runtergeschraubt und wir haben eigentlich alle möglichen Straßen befahren. Wir waren auf Autobahnen, Landstraßen, wir waren auf Bergpässen unterwegs, wir waren auf Schotterwegen unterwegs, also da haben wir alles eigentlich mitgenommen. Im Fahrzeug drin haben wir auch alles Mögliche gemacht, wir haben gekocht, wir haben drin geschlafen etc. Ich hoffe also, dass du einen guten Eindruck gewinnen konntest, was es mit diesem Fahrzeug so auf sich hat. Es ist ganz klar, es ist komplett anders als sein Vorgänger. Das hat, wie ich meine, definitiv Nachteile, es hat aber auch Vorteile. Jetzt bin ich gespannt, was hältst du von diesem Fahrzeug? Schreib das gerne unten in die Kommentare, ich bin da sehr gespannt. Ich glaube aber auch, dass du dir so eine richtige Meinung erst bilden kannst, wenn du in diesem Fahrzeug gelebt hast. Und was ich gehört habe, so ab Januar, Februar 25 gibt es die ersten Fahrzeuge zu mieten. Beginnen wird es bei Roadsurfer und da müsst ihr einfach mal gucken. Ich glaube, es macht absolut Sinn, wenn du dich für so ein Fahrzeug interessierst, einfach mal für ein Wochenende ausleihen, ausprobieren, testen und damit Spaß haben. Naja, und jetzt würde ich sagen, lass auch super gerne ein Like da, wenn
du sagst, wow, das Video hat dir gefallen. Und da geht es mir nicht um das Fahrzeug, sondern das ist eher so ein kleines Dankeschön für uns. In dem Fall für Harry und mich. An der Stelle nochmal, Harry, herzlichen Dank für deine Hilfe und die coole Zeit mit dir. Hat richtig Spaß gemacht. Und ich wünsche euch jetzt, egal mit welchem Fahrzeug ihr unterwegs seid, immer ganz, ganz tolle Touren. Das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und da freue ich mich drauf. Bis dahin, euer Markus. Ciao.